I'll get my car. I brought mine. Yours. I gotta get me one of those. Viele behaupten es von sich, aber ich kann mit Fug und Recht sagen, ich bin Batman. Willkommen in der heute sind wir in der Batcave und ich bin Batman. Zumindest durfte ich Batman einmal synchronisieren in den Filmen von den Jungs vom Universal Magazine Studios. Da habe ich meine Stimme hergegeben und durfte Batman bzw. Bruce Wayne synchronisieren. Ich durfte sogar noch mehr synchronisieren, hat richtig Bock gemacht, gern mal wieder. Die Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch ein i in der Ecke. Lasst den Jungs mal ein Like da und auch einen Daumen hoch, die haben sich echt viel Mühe gegeben. Und dann noch etwas, apropos Mühe geben. Ich müsste mir nochmal Mühe geben, einen zweiten Teil zu drehen für das Video der 76119, nämlich des Batmobile in der Verfolgung vom Joker, des Batmobils aus dem Tim Burton Film von 1989. Das habe ich euch mal vor langer Zeit hier auf meinem Kanal vorgestellt und habe euch einen zweiten Teil angedroht, indem ich das Teil umbaue und etwas, ja, erwachsener gestalte. Dieses Video bin ich euch bis heute schuldig. Und als kleine Wiedergutmachung und dass dieses Video auch bald kommt, habe ich Glück gehabt, dass Lego am 1.10. nämlich ein neues Batmobil rausgebracht hat. Und zwar den berühmten Tumbler hier im Scarecrow Showdown, die 76239. Ganz frisch, ganz heiß, brand new, sagte mein alter BWL-Lehrer immer, hier für euch. Und jetzt kommt ihr mit mir bitte hier auf mein graues Vlies, aka Bathöhle, Batcave. Und dann schauen wir uns den Karton und den Inhalt mal genauer an. Bam! Ab 8 Jahren ist die 76239, da habe ich richtig Glück, denn ich bin 18, ihr wisst es. Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown in der neuen coolen Verpackung hier vom 1.10. ja ganz nagelneu, ich habe es euch gerade gesagt. Ich habe immer ein bisschen Angst bei Kartons bei Lego, die sind rechteckig, dann muss ich immer an den fahrenden Ritter denken. Ihr kennt die Geschichte, Tüte 3 und so. Ja, aber das Boxdesign gefällt mir richtig gut, auch wenn ich schade finde, dass mir hier der Fedeshändler schön den Bepper für den Preis auf dem Kopf vom dunklen Ritter geklebt hat, aber egal. The Dark Knight Trilogy finde ich richtig cool hier drauf gepappt. Der Tumbler sieht im ersten Blick schon richtig lecker aus. Ich habe Bock, ihn zu bauen, auch wenn es hier nach Stickern schreit. Aber hey, bei so einem Set kann ich mitleben. Und hier unten sehen wir Scarecrow, also die Vogelscheuche und Batman. Und natürlich hier Detective Comics DC darf nicht fehlen. Schauen wir uns die Rückseite an, denn da sehen wir auch schon einiges Cooles. Sehen wir hier, wie Batman mit der Vogelscheuche kämpft. Hier werden 2 Stunts geshootet. Naja, das ist ja normal, es ist ja Kinderspielzeug. Hier sehen wir das Cockpit vom Tumbler. Hier sehen wir die Stunt-Shooter und ganz cool, hier sehen wir, dass wir das Gesicht von Batman in, ja, normal entspannt, wie wir es aus vielleicht Lego Movie Batman kennen oder hier böse, wie wir ihn uns als Erwachsene vorstellen. Ja, von der Seite hier hinten babylonisches Sprachgewirr und traurige Zwiebel. Hier von der Seite nochmal cooles Design, so wie ich es gerne auch vorne gesehen hätte, ohne Bepper. Und dann, wie es sich gehört, bei einem Klemmbaustein-Karton, da muss die Minifigur in 1:1 einfach drauf, sonst ist es kein Klemmbaustein-Karton. Und dann hier unten nochmal Lego Live und Co. Ne? Geht dahin, besucht die Webseite, bla bla bla. Ja, aber bla bla bla, ich schneide den Karton auf, ich drücke die so ungern rein, auch wenn das Aufschneiden bei mir immer gefährlich ist. Ich bin so jemand, der sich potenziell jedes Mal fast die Pulsschlagader aufschneidet. Ihr kennt meine Videos. Und schön, dass ihr auch da immer mitfiebert, ob ich es schaffe oder nicht. So, tada. Und ihr wisst, auch bei einem Lego-Set, der erste Blick gehört euch. Und dann schauen wir uns den Inhalt mal an. Karton geht an die Seite. Bumm. Hallo, liebe Nachbarn. Tüte 4, Tüte 2, Tüte 1 und natürlich zum Schluss Tüte 3. Ein bisschen Sticker, gar nicht so viel, kann ich mit leben. Und eine schöne Anleitung. Hui, die ist richtig daumendick, sage ich mal, im schönen Postkartenformat. Hier wird gar nicht viel drauf gequatscht, finde ich richtig cool. QR-Code könnt ihr mal ausprobieren und dann, naja, Lego-Anleitungen, ihr kennt sie, ganz einfach. Hier die Tüten und dann jeder Bauschritt quasi pipi einfach mit Pfeilen wird es euch gezeigt, wo wir was wie wo anzuklemmen haben. Und ihr seht schon hier 3 Steinchen, eine Seite.
Dann schauen wir mal, hinten natürlich immer die Teileliste und wo ihr Teile reklamieren könntet oder nachordern. Und Rebuild the World. Habt ihr die Werbung gesehen? Die finde ich richtig cool, diese Werbungen, die wir bei Lego im Fernsehen sogar mittlerweile gucken können. Aber das Wichtigste, 140 Seiten in diesem Büchlein und dann haben wir den Tumbler fertig. Ein richtig cooles Fahrzeug, eines der coolsten Batmobils. Also wirklich das von den Tim Burton Film und dieses hier finde ich eigentlich wirklich mit am besten. Wobei, ja Freunde, das Classic, ach, Batmobile sind immer cool, labert nicht so viel rum, Blockstar. Freunde, und das ist auch ein gutes Stichwort, aufhören zu labern, jetzt bauen wir! Speed mit Zeit ist Faktenzeit und natürlich geht es heute um die Fledermaus, um Batman bzw. Bruce Wayne. Ich habe heute ein paar schöne Fakten für euch zusammengeklaubt. Habt ihr gewusst, dass der Name von Bruce Wayne durch zwei historische Persönlichkeiten inspiriert wurde? Und zwar einmal durch Robert the Bruce, ein schottischer Nationalheld, und Mad Anthony Wayne, einen General der amerikanischen Revolution. Also aus Herrn Wayne und Robert the Bruce wurde Bruce Wayne. Was meint ihr eigentlich, wie reich Bruce Wayne ist? Naja, ich kann es euch sagen, das Forbes Magazine hat einmal sein privates Vermögen auf 7 Milliarden Dollar geschätzt, während sein Unternehmen an der Börse wohl 31,3 Milliarden US-Dollar wert wäre. Naja, liegt auch daran, dass Wayne Enterprises in den Comics und in den Filmen und Spielen immer in jeder Branche irgendwie seine Finger hatte. Ob es nun Wayne Biontech, Wayne Medical, Wayne Automotive oder Wayne Foods war, überall hat das Unternehmen versucht, sein Geld zu verdienen. Was ich ganz erschreckend fand, ist, dass Batman zu Beginn seiner Karriere ein Mörder war. Mittlerweile ist ja Batman dafür bekannt, niemanden seiner Feinde zu töten. Das war aber nicht immer der Fall. Zu Beginn seiner Karriere schreckte Batman nicht davor zurück, Waffen zu benutzen und Kriminelle auf verschiedene Weise umzubringen. Apropos umbringen. Jeder kennt Batmans Ursprungsgeschichte. Der Mord an Bruce Waynes Eltern durch einen Straßenräuber namens Joe Chill. Das ist ein zentraler Bestandteil des Batman-Mythos und erklärt seine Motivation, eine maskierte Bürgerwehr zu werden. Die Todesgeschichte seiner Eltern wurde jedoch erst nach einem Jahr veröffentlicht. Übrigens waren die Autoren auch sehr besorgt, dass ein wiederkehrender Bösewicht, so wie der Joker, es so aussehen hätte lassen können, als ob Batman seinen Job nicht gut erledigen würde. Glücklicherweise wurden die Macher von einem Redakteur überstimmt und der Joker erschien in 9 der ersten 12 Batman-Comics. Was für mich persönlich ziemlich erschreckend ist, dass Batman beinahe eine Yellow Lantern geworden wäre. Ich bin ja Fan von Green Lantern, einen anderen großen Helden aus der DC-Reihe bzw. des DC-Universe, und dort geht es ja darum, dass das Green Lantern Corps mit Gedankenkraft Dinge erschaffen kann, und in dieser Welt gibt es halt noch mehr Corps, unter anderem auch das Yellow Lantern Corps. Und die Yellow Lanterns ziehen ihre Macht aus der Angst. Also ein Ring, der die Macht bzw. die Angst manifestiert. Aus der Angst gibt es Kraft. Und als ein Ring eine Person der Erde zu seinem Träger ernennen wollte, fiel die Wahl auf Batman. Denn wer löst schon mehr Furcht unter Kriminellen aus als die Fledermaus höchstpersönlich? So Freunde, aber ich möchte unter euch keine Angst auslösen, sondern ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Review von dem Batmobil, den Tumbler. Ist er fertig, unser Tumbler aus der Dark Knight Trilogie. Wenn ich das Wort Tumbler höre, dann muss ich ja immer an ein dickes Glas denken, aus dem man Whisky oder Gin trinkt. Ich hoffe, ihr verzeiht, das muss ich mal sagen, auch wenn es sich hier um ein Kinderspielzeug handelt, aber ein sehr cooles. Ich habe noch keinen Tumbler, ich habe euch schon erzählt, ich habe das Batmobil von Tim Burton und das aus der Classic TV Series oder Serie. Und jetzt habe ich auch noch den Tumbler, also habe ich alle 3 ikonischen Batmobile, die man braucht. Ich finde, das Fahrzeug hat Ecken und Kanten, es sieht aus wie ein schwarzer Krebs. Schaut es euch an, vorne 2 dünne Räderchen und hinten ein dicker Hintern wie von den Kardashians. Hier hinten haben wir
quasi den Auspuff, beziehungsweise ist es ja die Turbine, wo der Raketenantrieb rauskommt. Wir haben hier diese Flügel, die so ein bisschen aussehen, als wenn das ja hier hinten ein Formel-1-Auto ist mit dicken Rädern und oben ganz kleine Stümmelflügelchen. Hier oben diese Lufteinlässe, beziehungsweise sieht es aus wie Skateboards. Dann das große Cockpit hier schräg, dicke Panzerung. Wir haben die Bars hier, wir haben hier Aufkleber, da haben wir auch die Bars wieder. Schön, dass wir diese großen Windschutzscheiben verbaut haben, die viele von euch ja brauchen, wenn sie LKWs bauen und sowas oder mocken. Richtig cool auch hier die Schilderfliesen in schwarz. Generell schön viel glänzendes Schwarz, gefällt mir. Und dann mache ich mal hier die Klappe ab, dann können wir besser ins Cockpit gucken, denn das Cockpit ist richtig cool. Wir haben da eine C-Claim, wo wir den Batman Boomerang drauf machen können. Wir haben hier vorne das Steuerlenkrad ist nicht wirklich, es ist der Griff von einem Mülleimer, aber ihr wisst ja, da kommt das Batpod raus, meine ich, dieses Motorrad. Wir haben an der Seite hier die Flügel, die einfach ikonisch sind, die gehören zu sowas, zu ein Batmobil dazu, weil es halt einfach an eine Fledermaus erinnert. Und von unten, ja, finde ich es auch gar nicht so schlecht, ein klassischer glatter Boden. Und für mich, als jemand, der nicht gerne Technik verbaut, haben wir auch noch ein bisschen Technik drin gehabt für die Achsen, aber es gefällt mir, es gehört dazu. Generell muss ich wirklich sagen, ein schönes Spielzeug, was man sich trotzdem locker ins Regal stellen kann. Wenn man halt kein Geld für große Tumbler-Modelle hat, dann stellt man sich dieses kleine Fahrzeug ins Regal, genau wie ich es machen werde. Also meine Stadt, ich habe ja im Hintergrund bei mir ein bisschen Häuser aufgebaut. Mein Gotham in der Klemmbaustein-Welt hat jetzt einen Tumbler und auch hier schön diese, Schmutzabweiser, die Kotflügel, richtig cool, und auch hier oben dieser Stromaufnehmer von den Zügen, auch nochmal als Element, richtig geil. Und natürlich zwei Stud-Shooter, die gehören dazu. Ich schieße euch jetzt mal ab, bau, fliegen auch schön weit, ihr hört es ja. Und das Coole ist, wir haben eine ganze Menge Ersatzsteinchen dabei, also gehen uns auch keine Studs, so heißt der richtig, flöten. Und ich habe sie auch gleich wieder hier, man kann sie locker wieder aufmunitionieren. Ihr wisst es ja. Und bei einem Kinderspielzeug, und es ist ja hauptsächlich für Kinder zum Spielen, da gehört ein Stud-Shooter auch dazu, da will ich gar nicht meckern. Und wen es nicht gefällt, der kann es ja ausbauen. Aufkleber haben mich nicht gestört, ging leicht drauf. Generell war alles leicht zu bauen, Lego-mäßig. Wie gesagt, in einer Stunde sind wir durchgerockt, beziehungsweise sage ich euch jetzt, eine Stunde hat es gedauert, war das Fahrzeug fertig. Aber eine Stunde entspanntes Bauen und nebenbei Lego Masters gucken. Ganz wichtig natürlich hier, Jonathan Crane bzw. Scarecrow, auch mit einem Stud-Shooter. Was mir richtig gut gefällt, sind diese gelben Neonsteinchen, die kenne ich noch von früher von M-Tron. Ich nehme mal den Stud-Shooter hier weg und dann seht ihr Scarecrow bzw. Jonathan Crane, den Kopf, der Böse, die Maske, dieser Sack, und dann hier auf der Rückseite die Fratze, wenn er sein Nervengift versprüht hat. Das gleiche dann hier unser Batman mit seinen Haken, mit denen er die Wände hochklettern kann, und auch nochmal einen Batman Boomerang, einen Batarang. Und in dieser normalen Version, sage ich mal hier, ich nehme mal den Kopf ab, er guckt entspannt bzw. sehr fröhlich. Dieser weiße Streifen sind seine Augen durch den Helm. Wir können den Kopf aber auch nochmal umdrehen, dann schaut er nämlich etwas, erwachsener. Ich muss mal kurz hier aufpassen mit seinem Cape. Ich mache es mal ab, das Cape. Ich muss den Kopf gleich wechseln, dann wisst ihr, was ich meine. So, da schaut er etwas nicht so entspannt, vielleicht Steuererklärung noch machen oder Main Rainer ist abgebrannt. Und jetzt hier der Kopf, auf den wir alle warten, nämlich diese Batman-Fratze. Ich mache den Helm auch mal drauf. Dann ist es ganz dunkel. Ihr könnt fast wahrscheinlich auf dem Video nichts erkennen, aber hier seht ihr den Kopf. Finde ich nice, finde ich cool. Also ich habe 3 Gesichter hier bei meinem Batman, das finde ich cool, und natürlich ikonisch sowieso der Umhang. Da könnte Lego ruhig mal 1, 2 dabei packen. Natürlich haben wir mittlerweile viele Batman-Figuren durch die Hefte und durch die vielen Sets. Trotzdem finde ich, kann man nie genug dieser Umhänge haben. Früher hat meine Mama mir die aus Filz geschnitten, da habe ich mir meine eigenen Batmans und Darth Vaders und sowas gebaut. Kennt ihr vielleicht auch. Ja, also ein cooles Set, muss ich echt sagen. Macht mir richtig Spaß, das immer und immer wieder anzugucken. Und ich habe jetzt schon 3 Anläufe gebraucht hier für dieses Video, beziehungsweise gerade für den Teil hier auf den Filz. Trotzdem macht es immer wieder Spaß, dieses Set zu besprechen. Ich finde das einfach cool. Hier Wedges und hier vorne auch diese Teile, die wir sonst kennen von Flugzeugen oder von Booten oder so einfach schön, viel schwarz. Schwarze Fahrzeuge sind immer cool. Jetzt ist mir hinten noch der Flügel abgefallen, aber hey, das stört uns nicht. Also ein tolles Fahrzeug
Und toll ist auch gleich mit euch nochmal uns in die Augen zu schauen und das Video zu Ende zu besprechen. Ja Freunde, das bin ich euch noch schuldig, den Rolltest. Und was soll ich sagen, das Fahrzeug rollt halt wie ein Fahrzeug, was sich nur die Ingenieure von Wayne Enterprises oder halt die Designer von Lego hätten ausdenken können. Massiv, schwer, ein bisschen wuchtig. Es macht so ein kleines knackendes Geräusch, was aber irgendwie zu dem Tumbler hier auch ganz gut passt. Die Straßen von Gotham werden jetzt sicherer, weil der Dark Knight sein Fahrzeug hat und aufräumen kann. Ja, es hat mir wirklich Spaß gemacht zu bauen. Ich habe es euch gesagt, es ging flott von der Hand. Es sieht halt aus wie so ein schwarzer Krebs, wie ein Militär-Zukunftsfahrzeug. Ihr kennt es. 40 € vielleicht für 400 paar zerquetschte Steine. Ein bisschen viel, aber hey Freunde, guckt bei brickmerch.de. Irgendwann werdet ihr da auch wahrscheinlich günstiger bekommen und ihr kriegt ja auch eine ganze Handvoll extra Steine, beziehungsweise sogar noch einen zweiten Kopf für die Batman-Figur. Mir hat das Setbauen Spaß gemacht, ich habe es euch gesagt, und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr könnt auch noch dann warten ein bisschen, bis dann jetzt endlich demnächst der Teil 2 für die 76119 kommt, meine kleine Modifikation für das Batmobil aus der Tim Burton Reihe. In diesem Sinne möchte ich euch aber auch nochmal Danke sagen, dass ihr mir seit diesem Video zum Beispiel einige von euch die Stange gehalten habt und dass es auch immer mehr von euch werden auf dieser Reise ins Klemmbaustein Wunderland. Da habe ich richtig Bock drauf und bin einfach übelst dankbar. Ich war jetzt auch einige Zeit außer Gefecht. Scarecrow hat mich quasi mit seinem Nervengas ausgenockt. Aber jetzt bin ich wieder da und mit ein bisschen Hilfe von der Hedda werden auch wieder demnächst hier die Videos folgen, so wie ihr es gewohnt seid. Dafür also nochmal danke, dass ihr einfach ja, hier regelmäßig zuschaut und mir halt auch dadurch die Freude bereitet, für euch diese Videos zu machen. In diesem Sinne, ihr habt mich lieb, ich hab euch lieb, ich weiß das. Andersrum, ihr wisst, was ich meine. Auf Wiederbauen, euer Batman, Quatsch, euer Blockstar. Macht's gut.